Hallo, ich bin Heike Sonnenberg und ich bearbeite das Teilprojekt D01. Das Teilprojekt D01 ist ein deskriptorermittelndes Teilprojekt. Das heißt, wir haben hier mechanische und physikalische Messmethoden zur Charakterisierung der Werkstoffe. Im Teilprojekt D01 sind wir zu zweit. Mein Kollege Ilja Bobrov beschäftigt sich mit den zerstörungsfreien Messmethoden und meine Aufgabe ist die mechanische Werkstoffqualifizierung. Ich bin zuständig für Mikrohärtemessungen und die Mikrodruckprüfung an den sphärischen Proben. Also hauptsächlich beschäftige ich mich mit diesen Mikroproben. Ich untersuche das elastisch-plastische Verformungsverhalten der sphärischen Proben und vergleiche diese anschließend mit den Makroproben. Aufgrund verschiedener Größeneffekte verhalten sich die kleinen Proben nämlich ganz anders als die großen. Spannend wird dann die Übertragung von Kenngrößen aus Versuchen mit den Mikroproben auf reale Werkstoffeigenschaften von Makroproben. Die besondere Herausforderung ist vor allem die Handhabung und Präparation der Mikrokugeln. Man muss ganz stark aufpassen, dass keine Proben verloren gehen und das passiert schneller, als man denkt. Wenn ich Proben für meine Mikrodruckprüfung bekomme, starte ich als erstes mit einem Vorversuch, denn ich kenne grundsätzlich den Werkstoff, den ich davor liegen habe, nicht und auch nicht die Reaktion der Kugel auf diesen Versuch. Das bedeutet, ich muss womöglich die Kraft anpassen, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Je nach Werkstoff habe ich dann andere Ergebnisse, zum Beispiel ganz platte Plättchen oder eben Kugeln mit Abplattungen, die man gar nicht mit bloßem Auge erkennen kann. Ich habe an der Fachhochschule Aachen studiert und bin für die Masterarbeit nach Bremen gekommen. Die habe ich am Faser-Institut geschrieben. Und hier in Bremen habe ich dann vom neuen SFB erfahren und habe mir dann Infos von Brigitte Clausen geholt. Und Anfang 2017 habe ich dann hier im SFB gestartet. Für meine geplante Promotion musste ich noch Prüfungsleistungen der Uni Bremen nachholen, da ich meinen Masterabschluss an einer Fachhochschule gemacht habe. Und das habe ich nun geschafft und kann mich jetzt voll und ganz auf meine Forschung und die Arbeit im SFB konzentrieren. Die Forschung macht mir ganz viel Spaß und ich arbeite gerne experimentell im Labor. Und ich freue mich immer über neue Ergebnisse und auch mal unerwartete Erkenntnisse. Das Besondere am SFB ist für mich vor allem die Interdisziplinarität. Wir haben so viele verschiedene Fachleute hier. Neben den Ingenieuren aus der Werkstofftechnik und der Verfahrenstechnik arbeiten Informatiker, Mathematiker und Logistiker. Und die Schwierigkeit liegt hierin, eine gemeinsame Sprache zu finden, sodass jeder versteht, was wirklich gemeint ist. Wir müssen also dafür sorgen, dass unser werkstofftechnisches Fachwissen den Weg in die Prädiktorfunktion findet. Mich beeindruckt vor allem die starke Vernetzung im SFB und ich glaube, das ist nur in SFBs möglich. Und hier haben wir so viele Kooperationsmöglichkeiten. Wir arbeiten alle mit dem gleichen Ziel, nämlich die Entwicklung dieser Hochdurchsatzmethode. Und wir sind gemeinsam auf der Suche nach den evolutionären Konstruktionswerkstoffen.